Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Jus-Veg One-Pot-Pasta mit Paprika und Erbsen, ganz nach dem Vorbild des südosteuropäischen Klassiker Jus-Veg-Reis. Dafür als erstes eine Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, beides anschließend fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. In der Zwischenzeit habe ich hier noch 3 Paprikaschoten, gelb, rot und grün. Zunächst waschen, entkernen, anschließend in mundgerechte Stücke oder Streifen schneiden, die Paprikastücke danach mit in die Pfanne geben, außerdem 2 gehäufte Esslöffel mildes Eiweiß, eine Dose gehackte Tomaten, je einen gehäuften Teelöffel Salz, süßes Paprikapulver, scharfes Paprikapulver und Bohnenkraut mit dazugeben. Außerdem eine gute Prise frisch gemahlenen Pfeffer, alles einmal gut umrühren und zum Schluss gebe ich noch 400 Gramm ungekochte Nudeln dazu, außerdem 800 Milliliter Wasser dazu gießen, alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann für 10 bis 12 Minuten bei reduzierter Hitze und geschlossenem Deckel sanft köcheln lassen. In der Zwischenzeit hole ich schon mal 250 Gramm Tiefkühlerbsen aus dem Froster und lasse sie etwas antauen. Außerdem die Nudelpfanne immer mal wieder umrühren, damit nichts am Pfannenboden anbrennen kann und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss alles nochmal mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, außerdem die angetauten Tiefkühlerbsen mit dazugeben, die Jus-Veg One-Pot-Pasta ein letztes Mal gut umrühren und dann können wir auch schon servieren. Die Nudelpfanne jetzt auf tiefen Tellern verteilen, zum Schluss mit etwas gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.